Herzlich willkommen zur Börse am Mittag. Der Chipkonzern Nvidia profitiert weiter enorm vom KI-Boom, hat mit seinem Geschäftsausblick aber die noch höheren Erwartungen enttäuscht. Der Umsatz stieg um 122% gegenüber dem Vorjahresquartal und mehr als prognostiziert. Und auch der Quartalsgewinn schoss nach oben von 6,2 auf knapp 16,6 Milliarden Dollar. Im laufenden Quartal soll der sich dann noch einmal fast verdoppeln. Doch einige hätten gerne noch mehr gehabt. Und nach Problemen bei der nächsten Chip-Generation Blackwell soll die nun zwar noch in diesem Geschäftsjahr ausgeliefert werden, doch einige Fragen dazu blieben unbeantwortet. Nachbörslich verlor die Nvidia-Aktie zunächst bis zu 7%. Momentan sehen wir noch ein Minus von 2,8% im Frankfurter Handel. Sind gespannt, wie das dann aussieht, wenn die USA in den Handel einsteigen. Aus Düsseldorf, da schauen wir jetzt hin. Zugeschaltet ist Volker Schulz von den Bernecker Börsenbriefen. Wie beurteilen Sie denn diese Nvidia-Zahlen? Sind Sie auch ernüchtert? Ja, hallo Frau Losch, schöne Grüße nach Berlin. Nein, ich bin eigentlich nicht ernüchtert. Das Zahlenwerk von Nvidia ist 1A. Ja? 122% Umsatz plus, Sie hatten es eben angesprochen, liegen weit über dem Konsens. Der hatte nämlich nur 112% erwartet. Auch beim Gewinn je Aktie hat man ja die Erwartungen deutlich geschlagen. Allein die Bruttomarge, die lag so einen kleinen Tick unter den Erwartungen, aber kein Drama. Auch der Ausblick auf das dritte Quartal ist stark. Avisiert werden 75% Umsatz plus. Hier lagen die Taxen etwa um 70%. Und das Blackwell Ramp-up, das läuft nun auch geordnet an, wenn auch etwas unter den Erwartungen. Auch hier wirkt das dann leicht drückend auf die Bruttomargen im dritten und im vierten Quartal. Aber insgesamt ist das Zahlenwerk stark. Aber man muss auch sagen, es wird tendenziell schwieriger, die Erwartungen der Analysten zu übertreffen. Das erleben wir ja gerade. Jetzt hat ja Nvidia selber gesagt, Blackwell hat so ein bisschen die Erwartung daran runtergeschraubt. Und es sagt auch ein Branchenanalyst, die Kunden werden kaufen, was auch immer Nvidia verkaufen will. Aber wie lange wird das denn noch so sein? Das weiß ich nicht, ob das so ist. Das würde ich mal in Zweifel ziehen. Das ist eben die entscheidende Frage. Schauen Sie, die KI-Investitionen dieser großen Hyperscaler-Kunden wie Microsoft, Amazon und Alphabet, die werden ja 2024 um etwa 50% wachsen. Wenn wir uns jetzt Nvidias Umsätze angucken, dann sehen wir, die sind im ersten Quartal um 262% sogar gestiegen, im zweiten Quartal um 122% und im dritten Quartal werden es eben etwa 75%. Das bedeutet aber auch, die Hyperscaler, die ordern auf Vorrat. Und das tun sie aufgrund der Befürchtung von Lieferengpässen. Aber dieses Kaufen auf Vorrat, das ist irgendwann auch endlich. Und darin liegt letztlich die Gefahr, dass künftige Wachstumserwartungen vielleicht sogar mal auch enttäuscht werden in den nächsten Quartalen. Was heißt das für Anleger? Lohnt sich denn jetzt noch der Einstieg in die Nvidia-Aktie nach diesem kleinen Rücksetzer? Also ich springe zu heutigen Kursen definitiv nicht mehr drauf. Warum? Zum einen, wir haben einen massiven Hype-Faktor in der Aktie. Ja, so wurden ja gestern zum Beispiel in New York Nvidia Watch-Partys in Sportbars abgehalten und organisiert und auf Social Media beworben. Das geht meiner Meinung nach zu weit. Zum anderen, wir haben eine anspruchsvolle Bewertung. Wir haben eine Umsatzbewertung von Faktor 24. Ich halte das für angespannt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Umsatzdynamik ja in den nächsten Quartalen auch sinken wird und es immer schwerer wird, die Erwartungen auch zu übertreffen. Also ich warte auf eine Korrektur bei Nvidia. Jetzt ist ja Nvidia momentan auch gewissermaßen der einzige Konzern, der an KI so richtig gut verdient. Für die Abnehmer der Chips, da könnte es noch Jahre dauern. Das kostet ja alles ganz schön viel, die Server, die Entwicklung der Einsatzmöglichkeiten. Wo sehen Sie denn außerhalb Nvidia Chancen? Ja, das ist eben das Problem aktuell. Die zentrale Frage im Analystencall von Nvidia gestern war ja, wie, in welchem Umfang und ab wann profitieren eigentlich die Kunden von Nvidia von den Investitionen in KI. Und Huang vermied hier wirklich Konkretes. Er hat das recht geschickt gemacht. Er wirkte eher wie so ein Professor mit dem Blick auf das große Ganze. Ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, es bedarf ca. 600 Milliarden Dollar an KI-Umsätzen, damit sich die aktuellen Investitionen überhaupt lohnen.
wenn man jetzt mal auf die Unternehmen schaut, das Flaggschiff OpenAI schafft aktuell gerade mal 3,4 Milliarden Dollar Umsatz annualisiert. Also da sieht man schon, da ist eine Menge Luft drin. Das wird irgendwann auch sicherlich abgebaut werden müssen. Und somit erwarte ich eben auch in diesem gehypten KI-Tech-Sektor insgesamt eine längere Pause in den nächsten Quartalen. Volker Schulz war das von den Bernecker Börsenbriefen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja, und die Anleger, die haben die Enttäuschung über Nvidia ziemlich schnell abgeschüttelt. Der DAX, der notierte von Handelsstart an im Plus. Und um kurz nach 11, da knackte er dann sein bisheriges Allzeithoch. Das liegt momentan bei 18.936 Punkten. Aktuell liegen wir ein bisschen darunter, aber immer noch ein deutliches Plus von 0,7% aktuell. Und mal sehen, was der Tag noch bringt. Statt auf Nvidia schauen die Anleger jetzt wieder eher auf die Notenbanken und auf die wohl bevorstehenden Zinssenkungen. Das belastet zum einen den Euro, treibt zum anderen aber den Goldpreis wieder nach oben, weil ja Zinsanlagen damit nun weniger renditeträchtig werden dürften, wenn eben die Zinsen weiter sinken. Unter den größten Gewinnern im DAX, da schauen wir jetzt auch mal drauf, ist unter anderem SAP und auch Infineon immer mal wieder. Das haben sie wohl den insgesamt hervorragenden Zahlen von Nvidia zu verdanken. Da geht eben noch einiges in der Branche. Infineon jetzt auch wieder mit drauf. Insgesamt aber ohnehin deutlich mehr Gewinner als Verlierer im DAX. Wenig überraschend. Im MDAX, da ist Delivery Hero gefragt. Allerdings mal mehr, mal weniger. Wir schauen mal auf den aktuellen Kurs. Da geht es jetzt ganze 8,5% nach oben. Zum einen gab es nämlich gute Quartalszahlen, aber vor allem Pläne für einen Börsengang der Tochtergesellschaft Talabat, das ist ein Lebensmittellieferdienst, der soll noch in diesem Jahr in Dubai an die Börse gehen. Das finden die Anleger gut. Sie wollen mit dabei sein. Und ebenso bei Schott Pharma im SDAX. Da geht es nämlich rasant nach oben mit der Aktie schon vom Handelsstart an. Da ist das abgelaufene Quartal prima gelaufen mit einem Umsatzplus von 15%. Und jetzt hat der Pharma-Verpackungskonzern sein Wachstumsziel erhöht und die Anleger greifen zu 11% derzeit. Das Plus, das zieht übrigens auch noch die Konkurrenz im MDAX mit Gerresheimer ebenfalls deutlich im Plus. Jetzt schauen wir auf CrowdStrike und dieser Name, der weckt ja ungute Erinnerungen. Im Juli hatte ein fehlerhaftes Update einen der weltweit größten IT-Ausfälle verursacht. Und das trübt die Aussichten von CrowdStrike ein. Wegen eines schleppenden Neugeschäfts hat der Cybersicherheitsspezialist seine Gesamtjahresziele gesenkt. Der Gewinn werde höchstens $3,65 statt bisher $4,03 je Aktie erreichen. Im abgelaufenen Quartal wuchs der Umsatz allerdings überraschend deutlich um 32% auf $964 Millionen. Viele Unternehmen bleiben nämlich bei CrowdStrike, weil sie bei anderen Softwarefirmen noch größere Risiken fürchten. Und das sorgt doch für Erleichterung bei den Anlegern. Die Aktie stieg schon nachbörslich deutlich. Aktuell sehen wir allerdings wieder ein Minus. Wir sehen hier den Frankfurter Handel von 2,4%. Die Kaufkraft der deutschen Beschäftigten ist im Frühjahr das 5. Quartal in Folge gestiegen. Die Reallöhne wuchsen von April bis Juni um durchschnittlich 3,1% gegenüber dem Vorjahr, so das Statistische Bundesamt. Nominal stiegen die Löhne um 5,4%, die Verbraucherpreise aber nur um 2,3%. Insgesamt also eine Kaufkraftzuwachs von Ende 2021 bis Anfang 2023. Da war das noch genau umgekehrt. Obwohl nun also wieder mehr Kaufkraft vorhanden ist, da zieht der private Konsum aber trotzdem nicht an. Und das hat entsprechend negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Am Nachmittag sitzt in Duisburg der Aufsichtsrat der angeschlagenen Stahlsparte von ThyssenKrupp zusammen. Und dabei geht es hoch her. Es wird nämlich noch einmal über eine mögliche Abspaltung beraten. Arbeitnehmervertreter haben schon Protest angekündigt. Sie warnen vor einem möglichen Stellenabbau. ThyssenKrupps Stahlsparte leidet ja seit Jahren unter sinkenden Preisen, steigenden Energiekosten und eben auch der großen Konkurrenz. Und laut dem Handelsblatt will ThyssenKrupp-Chef Lopez mehrere Vorstände der Stahltochter rauswerfen. Dabei auch den Chef Bernhard Osburg.